Herr Martin ist ein alter Mann, der allein in einem kleinen Holzhaus in der Nähe eines zugefrorenen Sees lebt. Er ging nach vielen Jahren als Ranger in einem Reservat in der Nähe von British Columbia in den Ruhestand. Jeden Wintermorgen geht er oft am See entlang, um die frische Luft zu atmen. Eines Tages, als der Schnee alles bedeckte, hörte er einen schwachen Schrei aus der Mitte des Sees. Er näherte sich und war schockiert, als er ein Bärenjunges sah, das unter dem kalten Eis gefangen war. Es zitterte, seine Vorderbeine krallten sich in das Eis und es versuchte, aus dem Loch herauszukommen, aber ohne Erfolg. Herr Martin sah sich um, es war niemand sonst da und er wusste, dass er schnell handeln musste. Das Eis war so dünn, dass er nicht geradeaus fahren konnte und sich langsam nähern musste. Er eilte nach Hause und holte ein Seil, einen langen Stock und ein altes Ruder, um das Tier zu retten. Zurück am Ufer begann er die gefährliche Reise hinaus auf das zerbrechliche Eis. Herr Martin befestigte ein Seil an einem Baum und kroch langsam über das Eis, wobei er das Gleichgewicht auf seinen Rudern hielt. Das Bärenjunge sah ihn an, die Augen voller Tränen, sein ganzer Körper kalt und erschöpft. Das Geräusch knackenden Eises ließ ihn erschaudern, aber er hörte nicht auf. Als er näher kam, zog er das Bein des Bärenjungen mit einem Haken aus dem Eisloch. Das Tier versuchte, sich am Baum festzuhalten, wobei seine Krallen leicht an seinen Handschuhen kratzten. Das Eis unter seinen Füßen brach plötzlich und kaltes Wasser ergoss sich auf das Eis. Im Moment auf Leben und Tod setzte er seine ganze Kraft ein, um das Bärenjunge hochzuziehen. Das Bärenjunge lag regungslos da, durchnässt und zitternd vor Kälte. Herr Martin zog seinen Mantel aus und wickelte ihn um den Bären, damit er sich warm hielt. Dann nahm er das Bärenjunge in die Arme und stapfte zurück zum Ufer. Der kalte Wind wehte in Böen, seine Schultern waren taub, aber er wagte nicht anzuhalten. Als er nach Hause kam, machte er ein großes Feuer und legte das Bärenbaby auf den Teppich neben dem Kamin. Die Wärme breitete sich allmählich aus und er begann, die zitternden Beine des Bären sanft zu reiben. Er nannte es Snowy, weil sein Fell mit Schnee verfilzt war, als er es fand. Das Junge hatte immer noch Angst und blickte ihn gelegentlich misstrauisch an. Martin fütterte es vorsichtig mit warmer Milch mit einem kleinen Löffel und einem Waschlappen. Er richtete im Wohnzimmer eine kleine Ecke ein und legte ein Handtuch und ein weiches Kissen darauf, damit Snowy sich ausruhen konnte. Jeden Tag kochte er Haferbrei, gemischt mit etwas Honig, um den Bären zu ernähren. Snowy begann, im Haus herumzulaufen und schmiegte dabei gelegentlich seinen Kopf in seine Hand. Martin brachte ihm bei, Vögel, den Wind und sogar das Geräusch fremder Schritte zu erkennen. Snowy wurde immer schelmischer, kletterte auf den Stuhl und neckte ihn mit seinen alten Lederschuhen. Jeden Abend saß er da und las ein Buch, und Snowy lag mit ihrem Kopf auf seinem Bein und schlief tief und fest. Ein einsamer alter Mann, ein verwaister Bär, plötzlich werden sie enge Freunde. Er wusste, dass er sich eines Tages trennen müsste, wollte aber trotzdem das Beste geben. Der Winter verging langsam und voller Wärme im Holzhaus mitten im Wald. Als der Schnee zu schmelzen begann, erkannte Mr. Martin, dass es Zeit war, Snowy in die Wildnis zurückzubringen. Das Bärenbaby war stark genug, um wie instinktiv mühelos auf Bäume zu klettern und zu graben. Trotz seines Kummers packte er seine Sachen und führte Snowy zurück in den Wald in der Nähe des Sees. Sie errichteten ein kleines Lager am Waldrand und ließen Essen und Handtücher zurück, die vertraut rochen. Martin hoffte, dass Snowys Mutter noch da war und ihren Sohn riechen konnte. Sie warteten 3 Tage lang, inmitten der Frühlingsbrise und des Raschelns der Blätter im tiefen Wald. Snowy brüllte gelegentlich leise, als würde er jemanden aus der Ferne rufen. Am Nachmittag des 3. Tages antwortete ein Geräusch aus den Tiefen des Waldes. Eine große Bärin kam aus dem Schatten der Bäume und näherte sich vorsichtig. Snowy stand auf, stieß seinen bekannten Schrei aus und rannte auf den Bären zu. Die Bärenmutter beschnüffelte Snowy und umarmte ihn dann fest mit ihren Vorderbeinen. Martin trat mit roten Augen zurück, da er Mutter und Kind nicht erschrecken wollte. Snowy drehte sich um, ging ein paar Schritte auf ihn zu und leckte ihm ein letztes Mal die Hand. Mutter Bär sah Martin aus der Ferne an, ihre Augen waren ruhig wie ein stilles Dankeschön.
Kein Gebrüll, keine Drohungen, nur gegenseitiges Verständnis. Snowy und seine Mutter drehten sich langsam um und verschwanden im tiefen Wald, als hätten sie diesen Ort nie verlassen. Herr Martin stand stundenlang still da und starrte ins Leere, sein Herz war voller Emotionen. Trotz seiner inneren Leere wusste er, dass er das Richtige für Snowy getan hatte. Er kehrte mit kalten Händen nach Hause zurück, aber sein Herz war so warm wie ein brennendes Feuer. In dieser Nacht schrieb er in sein Tagebuch: Snowy ist nach Hause gegangen und ich bin allein. Als er eines Morgens im frühen Frühling die Tür öffnete, fand er einen Haufen frischen Fisch direkt auf den Stufen der Veranda. Daneben lag ein Baumstamm voller Honig und ein paar Bärenspuren im weichen Boden. Martin war überrascht und dachte, es könnte ein Geschenk der Bären sein, die in der Nähe des Waldes leben. Aber am nächsten Tag gab es ein anderes Gericht: Wildpilze und süße Honigwabe. Und so ändert sich das Geschenk die ganze Woche über jeden Tag. Eines Abends hörte er ein Geräusch an der Tür und schlich auf Zehenspitzen, um sie zu öffnen und nachzusehen. Im fahlen Mondlicht sah er den erwachsenen Snowy mit seiner Bärenmutter am Waldrand stehen. Snowy sah ihn an, gab einen tiefen Laut von sich und wandte sich dann langsam ab. Martin lächelte nur, rief nicht, kam nicht näher, wie eine stille Abmachung. Am nächsten Tag stellte er einen kleinen Pfahl in der Nähe der Tür auf und ließ ein paar rote Äpfel zurück. Geschenke aus dem Wald kamen noch immer regelmäßig: Fisch, Pilze, Honig und einige angebissene Fruchtschalen. Als ihn der Nachbar fragte, ob er einen Bären hätte, antwortete er nur: Nein, ich habe einen Freund. Obwohl er nicht sprechen konnte, wusste er, dass Snowy sich noch an die Person erinnerte, die ihm das Leben gerettet hatte. Martin begann, die Geschichte aufzuzeichnen, um sie an die örtliche Naturschutzstation zu schicken. Er hofft, dass die Geschichte dieser seltsamen Freundschaft eines Tages vielen Menschen bekannt sein wird. Als Zeichen des Mitgefühls pflanzte Martin an der Stelle, an der Snowy gerettet wurde, einen kleinen Ahornbaum. Jedes Jahr im Frühling legte er als stillen Gruß ein paar Äpfel unter den Baum. Gelegentlich sah er noch immer den Schatten eines Bären in der Ferne des Waldes auftauchen, der da stand und zur Veranda blickte. Die Freundschaft zwischen Mensch und Bär braucht keine Sprache, nur ein aufrichtiges Herz. Und das war das Beste, was der Winter einem alten Mann im Leben hinterlassen hat. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Geschichte zu lesen. Wenn Sie es interessant finden, vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen.